Wir wollen ja unser Bluetooth ausprobieren. Dann tun wir jetzt mal die Antenne zurück, die brauchen wir ja jetzt nicht. So, machen wir es gleich so, dann seht ihr es auch. Gut. Ihr seht wieder, was ich Schönes da auf meinem Handy habe. Und wir haben unter anderem diesen Music Player. Darauf habe ich jetzt 3 Titel drauf. Cloud Chaser, Over the Horizon und Pink Sunrise. Das sind jetzt 3 Lieder von der YouTube Mediathek. Das darf ich jetzt benutzen für YouTube, aber nur für YouTube. Das heißt, will ich jetzt auf einem anderen sozialen Medium das teilen, dürfte es eigentlich nicht. Wir können also hier nur schauen, funktioniert es oder nicht. So, wir haben Bluetooth. Bluetooth ist getrennt. Dann zeigt er hier eine Liste an. Wir wählen aus LK EP 18227. Kopplung, okay. Koppeln. Ha! Es hat geklappt. So, verbunden. Es hat auch einen Ton gemacht. Man sieht es hier an das Zeichen. Bluetooth funktioniert. Wir machen hier mal den da. Den Cloud Chaser. Also es funktioniert. Wir machen das jetzt mal ein bisschen lauter, dass ihr euch den Klang mal anhören könnt. Und stoppt auch gleich. Dann machen wir mal das andere rein. Wir haben sogar die Ninja-Sirene drin, aber die mache ich euch nicht ein, weil sonst dreht sie durch, weil es so laut ist. Ich probiere jetzt mal das Pink Sunrise. Schönes Spielchen. Gut, machen wir aus. Dann tun wir wieder das Bluetooth dran hier. Und schon hat es getrennt mit dem Ton. So, jetzt müssen wir noch was testen. Da brauche ich jetzt noch eine kleine Vorbereitung. Dazu brauche ich nämlich eine SD-Karte. Und da muss ich auch wieder ein paar Musikstücke für YouTube drauf machen, dass ihr das mitbekommt, ob das funktioniert. Aber wir probieren es dann noch aus. Jetzt machen wir mal kurz Pause. So, weiter geht's. Wir haben hier eine kleine Mini-SD-Karte. Da habe ich mal was drauf gemacht. 3 Sachen oder 2 Sachen habe ich nur drauf gemacht. Wir sind jetzt wieder im Standby-Modus. Ihr könnt jetzt da draufklicken. Es ist getrennt. Wir haben hier eine SD-Karte. Wir stellen erstmal um auf SD. Entweder ihr drückt es oder lasst es so laufen, dann geht es automatisch. Dann nehmen wir diese SD-Karte. Ihr müsst dann ausprobieren, so rum geht es nicht rein, sondern so rum. Und jetzt tun wir jetzt das Nein, dann zeige ich euch das gleich. Dann startet nämlich gleich das, was da drauf ist. Jetzt hat. Also ein bisschen Probleme hat es. Die Musik ist von der YouTube Library. Ihr habt es jetzt mitbekommen, es funktioniert. Hier könnt ihr dann einfach wieder diese SD-Karte rausmachen und er schreibt hier, es ist getrennt. Weiterer Punkt, der Punkt Einstellungen. Ihr klickt da auf Menü, haltet es, hier kommt die allgemeinen Einstellungen. Hier könnt ihr zum Beispiel die Beleuchtung einstellen, zum Beispiel Abschaltung immer an 10 Sekunden.
dass die Displaybeleuchtung eben ausgeschaltet wird. Hier können Sie wieder zurückgehen. Dann haben wir hier diesen Niveau. Hier können Sie jetzt einstellen, zum Beispiel hier niedrig, sieht man kaum, mittel oder hoch. Ich würde sogar bei mittel bleiben. Genau, da sagt er, es hat abgeschlossen. Dann machen wir zurück. Dann haben wir hier die Uhrzeit. Die geht jetzt automatisch. Ihr könnt sie aber auch noch manuell einstellen. Wir haben hier Stil der Uhr. Da können Sie dann auswählen, soll sie analog angezeigt werden oder digitale Uhr. Ist euch ganz überlassen. Wir lassen jetzt mal das Analoge. Das brauchen wir nicht mehr, weil es schon eingestellt ist. Hier habt ihr einen Wecker. Hier können Sie auswählen, ist der Wecker an oder nicht. Den Weckton einstellen und auch immer hier bestätigen. Oder aus wieder, dann Uhr. Intervall, wie oft, die Lautstärke, wie ist es laut. Dann haben wir hier die Quelle Weckton. Einfach anklicken. Hier können Sie dann aussuchen, ist es der Weckton von dem Wecker, ist es von dem DAB oder FM. Wir lassen jetzt das einfach. Dann Intervall, einmal täglich Wochenende. Lautstärke können Sie natürlich auch hochdrehen. Wir lassen es jetzt bei 8. Genau dasselbe wie mit dem zweiten Wecker. Dann haben wir hier den Schlafmodus. Hier können Sie einstellen, ab wann schaltet sich das Radio in den Schlafmodus. Das lassen wir auch. Ihr habt es gesehen. Wenn man hier das nicht bestätigt, geht es automatisch wieder zurück. Dann haben wir den Equalizer. Wir haben hier Normal, Klassik, Pop, Jazz, Rock, Mittig, Soundtrack. Je nachdem können Sie das dann einstellen. Welchen Modus wollt ihr haben? Also wir haben hier die Sprache, wir haben hier Deutsch, Englisch, Französisch, Norwegisch, Italienisch, Schwedisch, denke ich mal, Dänisch, Polnisch, Suomi, kenne ich nicht. Das könnte asiatisch sein wahrscheinlich. Wir haben jetzt ungefähr, mal schauen, wie haben wir denn? Wir haben hier 9 verschiedene Sprachen, die können Sie einstellen. Dann haben wir hier die Werkseinstellung. Können Sie wieder zurücksetzen. Wir haben hier die Systemversion. Da zeigt es an, das ist diese Version diesmal. Dann hatte ich aber was noch gesehen. Jetzt machen wir erstmal da gucken nochmal. Wenn ich jetzt hier auf DAB gehe und dann Menü klicke, könnt ihr hier die Senderliste auswählen. Dann kommen wir nochmal zurück. Der DAB Plus Modus. Hier könnt ihr auch extra Einstellungen machen. Hier draufklicken, zum Beispiel hier zeigt euch die Senderliste an. Was haben wir, was ist ausgewählt. Das war jetzt zu viel des Guten. Dann haben wir hier einen Senderspeicher. Hier geht es jetzt da automatisch wieder auf DAB zurück. Das nervt jetzt ein bisschen. Dann kann man hier das alles leeren, die Sender, dass man es neu machen kann. Hier kann man die Sender speichern. Hier haben wir den Suchlauf. Hier ist die manuelle Suche nach den Frequenzen. Wenn Sie das durchsuchen, dann haben wir hier auch schon wieder drin die Beleuchtung. Warum die hier nochmal drin ist, keine Ahnung. Aber es könnte das hier darüber auch steuern. Und hier ist auch nochmal der Equalizer drin. Den können Sie hier einstellen. So, schönes, kleines, kompaktes Gerätchen. Das kann ich jetzt da oben nicht ausprobieren. Ich habe jetzt auch kein Gerät zur Verfügung, was ihr jetzt dranhängen könnt. Und das war es jetzt eigentlich. Ich lasse es erstmal auf der SD-Karte. Die Knöpfe von diesem Radio. Ist ganz einfach. Hier schaltet es ein oder aus. Hier können Sie den Modus zwischen den einzelnen Sektionen auswählen. Die Titelauswahl oder halt im Menü, dass ihr die einzelnen Punkte anwählen könnt. Das hier ist euer Laut- und Leise-Regler beziehungsweise auch euer Menüknopf. Hier drückt ihr dann drauf, dann bestätigt ihr das. Hier könnt ihr dann auch das, ähnlich wie mit diesen Titeleinstellungen, hier zwischen den Punkten hin und her wechseln. Hier ist das Menü. Da passiert nichts, wenn ihr aus Versehen draufklickt. Klickt ihr länger drauf, kommt ihr ins Menü. Da ist die Rücktaste. Und hier ist eure Senderliste. Da ist jetzt momentan nichts gespeichert. Wir schauen jetzt aufs DAB.
Auch wenn sie jetzt zum Beispiel nicht bestätigt ist, geht es automatisch rein. So, wir müssen jetzt gucken. Das ist jetzt nicht der Sender, den ich haben möchte. Wir gehen jetzt auf Energy. Den möchte ich gerne einstellen. So, der ist gespeichert auf 1. Das Titelmenü funktioniert ja nur, wenn ihr in der jeweiligen Sektion seid. Jetzt machen wir da nochmal. Wir tun jetzt mal einen anderen Sender rein. Zum Beispiel den da. So, dann klicken wir auf 1 und kommen dann zurück auf unseren Ursprungssender. Geht sehr leicht und schnell. Wir machen jetzt wieder das zurück. Also durch Ausprobieren intuitiv bedienbar. Was aber nicht schlecht ist, ihr sollt doch mal vorher in die Bedienungsanleitung reinschauen. So, jetzt kommen wir jetzt zu dem Thema, wie schalte ich dieses Gerät wieder aus. Da klickt ihr drauf, dann kommt hier eure Uhr. Je nachdem, ob ihr euch die jetzt als digital oder analog ausgewählt habt. Hier habt ihr diese zwei Wecker, da steht 1 und 2. Was mich hier ein bisschen stört, ist mir jetzt gerade aufgefallen, ist, hier steht Wecker 1, hier steht Wecker 2. Wenn ich den jetzt anschalten will, geht es jetzt leider nicht darüber, sondern wir müssen ins Menü auf Wecker ein, lassen wir auf 12, ist eingestellt. Dann gehen wir raus und hier seht ihr, das ist der Wecker, der eingestellt ist. Jetzt ist halt die Frage, wie viel Uhr ist denn jetzt eigentlich? 11:40 Uhr. Tun wir mal den Wecker einstellen. 11:42 Uhr, dass wir das jetzt auch gleich ausprobieren. Ist hier auch möglich. So. So, und dann probieren wir jetzt das mal aus, weil das wird jetzt demnächst läuten, was er denn sagt. So, schauen wir mal. Jetzt sind wir noch bei der analogen. Es schaltet jetzt dann auf 11:41 Uhr um. Okay, jetzt ist 11:41 Uhr. Jetzt schauen wir mal, wie das ist, wenn jetzt unser Wecker hier angeht. Dauert nicht mehr lang und wir können uns gleich den Wecker auch anhören. Oh, wir können die Schlummern auch noch einstellen. Also der Wecker war jetzt wirklich leise für 8, Lautstärke 8. Jetzt bin ich jetzt da rein in den Modus und komme nicht mehr raus. Wecker aus. Okay, der Wecker ist jetzt aus. Ist ein bisschen komisch, das mit dem Wecker. Wir stellen uns den jetzt gleich nochmal ein. Wecker 1, 11 Uhr. Dann machen wir gleich einen lauten Weckton hier, weil so, das ist mir zu leise. Wir machen den jetzt gleich auf volle Lautstärke. Wir wollen ja auch geweckt werden. So, einmal draufklicken und wir haben die Schlummerfunktion für 5 Minuten. Wir können aber in der Zeit hier nichts einstellen. Passiert nichts. Einfach dann auf Aus und dann ist der Wecker aus. So, dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Wie schaltet man denn dieses Gerätchen aus? Dazu einfach auf den Ausschalter klicken. Das geschieht auf zweimal. Erscheint erst die Uhr. Damit ist euer Radio im Standby-Modus. Klickt sie wieder drauf, kommt sie wieder zurück ins Menü. Und dann ist nochmal so Uhr und dann nochmal draufklicken und dann steht bis bald und er hat sich ausgeschalten. Einschalten wieder, ein bisschen draufbleiben, er schaltet sich wieder ein. Meine Zusammenfassung. Das Gerätchen kostet aktuell im Jahre 2023 zwischen 40 und 60 Euro. Kommt drauf an, wo kauft es. Die unverbindliche Preisempfehlung sind 60 Euro. Ich sage ja nur das Jahr dazu, falls ihr euch das Video mal später anschaut, dass ihr wisst, das war jetzt der Preis von diesem Jahr und nicht von dem aktuellen Jahr. Für den Preis bekommt ihr ein kleines, kompaktes Radio. Es ist alles dabei, was es braucht. Wir haben hier eine Teleskopantenne. Wir haben hier den Anschluss fürs Stromnetz bzw. zum Akkuladen. Wir haben hier einen AUX-In-Anschluss. Wir haben hier eine
Buchse für eure Kopfhörer. Dann haben wir hier sogar einen SD-Slot. Es hat die Bluetooth-Funktion dabei. Man kann auswählen zwischen UKW und DAB-Radio. Dazu müsst ihr aber immer diese Antenne rausziehen, weil sonst funktioniert das nicht, beziehungsweise findet er keine Sender. Der Suchlauf fürs DAB-Radio geht automatisch bei herausgezogener Teleskopantenne. Beim UKW-Radio müsst ihr euch das manuell suchen. Speichern könnt ihr eure Sender hier ganz einfach über diese 3 Tasten, indem ihr die dann drückt. Die Menüführung geschieht jetzt ganz einfach über diesen Ein- und Ausschalter, hier über den Lautstärkeregler und über diese Tasten. Hier ist diese Rücktaste. Die Tasten dienen dazu, zwischen den Titel hin und her schalten oder zwischen den einzelnen Punkten in der Menüeinstellung. Mit dieser Taste kommt sie zu diesen verschiedenen Punkten, eben UKW-Radio, DAB-Radio, AUX-In, Bluetooth, SD-Karte. Also Bluetooth funktioniert tadellos. Ich konnte es ganz einfach mit meinem Smartphone verbinden. Er hat dann auch die Musik gefunden. SD-Karte ist so, man muss halt verkehrt rum, für mich verkehrt rum, reinstecken, also mit dem Schwarz nach oben. Das muss man ausprobieren und ihr müsst dann nochmal draufklicken. Also mit meinen großen Fingern ist es ein bisschen schwierig, das da reinzuklicken, aber der ist dann drin und dann startet er sofort mit der Wiedergabe. Also das nimmer, tut ihr entweder da drüber auf einem anderen Menüpunkt oder ihr tut dann einfach die SD-Karte raus. Dann stoppt er sofort und schreibt eben getrennt. Das ist mit Bluetooth genauso. Ihr müsst dann einfach nur die Bluetooth-Funktion auf eurem Handy ausschalten und dann ist es aus. Es hat 2 Weckerfunktionen. Das stellt sie alles über das Menü ein. Der Wecker verfügt dann auch noch über eine Schlummerfunktion. Allerdings kann die nicht übers Menü eingestellt werden, sondern nur über diesen Knopf, wenn der Wecker klingelt. Also einmal draufdrücken und dann sind die 5 Minuten eingestellt. Ihr könnt zwar bis zu 30 Minuten wählen, aber wer, der gerade aufwacht, macht es oder ist so geistig anwesend, dass er das noch dreht auf 30 Minuten. Drückt sie nur einmal, macht es dann nichts, dann stellt das automatisch die 5 Minuten ein. Wollt ihr den Wecker ausschalten, müsst ihr hier auf Aus gehen. Und wenn ihr die Schlummerfunktion gar nicht nutzen wollt, ganz gleich sofort da auf Aus. Sonst funktioniert nichts anders. Habe ich festgestellt. Die Wegzeit könnt ihr auch nur übers Menü einstellen. Finde ich etwas umständlich, weil das hätte ich hier auch gern vielleicht über diese Tasten hier machen wollen, dass man automatisch da reinkommt. Also der Klang ist für dieses Radio hervorragend, finde ich. Wenn ihr es ganz laut aufdreht, hört es natürlich das Knacksen. Er soll es ja eh nicht bis zum geht nicht mehr aufdrehen. Aber der Klang für dieses kleine Gerätchen ist optimal. Es soll ja auch keine Hightech-Stereoanlage ersetzen, sondern einfach mal so ein kleines Radio zum Mitnehmen, zum Beispiel für Camping, für unterwegs einfach oder draußen im Garten, wenn ihr schneller mal noch Radio mithören wollt, dass ihr es dann auf die Fensterbank stellen könnt. Nimmt nicht viel Platz weg und ihr seid dann unabhängig von einem Stromnetz durch den Akku da drin. Die Akkulaufzeit beträgt etwa 8 Stunden. Aufladen habe ich das erste Mal bei 3 Stunden, hatte 3 Stunden braucht. Wie das dann ausschaut, wenn er komplett entladen ist, müsst man dann im Langzeittest sehen. Was gibt es dazu noch zu sagen? Er hat halt diese Farbe in Schwarz. Hier hinten ist noch der Lüfter. Dann habt ihr eben dieses Netzkabel, Ladekabel dabei und das AUX-In-Kabel ist sogar auch dabei. Und wir haben hier unten noch so 2 so Gummifüßchen, dass ihr es einfach so hinstellen könnt. Ihr könnt es auch von mir aus auch so hinlegen, geht auch. Haben wir ja jetzt ausprobiert im Test. Das war die Zusammenfassung. Mein Fazit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die vollen 60 Euro jetzt für dieses kleine Gerätchen ausgeben möchte, dafür, dass es jetzt eigentlich für mich persönlich nur ein Küchenradio sein soll. Finde ich, dass es schon qualitativ hochwertig verarbeitet ist. Hier steht auch nichts über. Und was ich nicht schlecht finde, dass es eben mit Akku betrieben ist. Dass ich jetzt, gehe ich in den Garten raus, unabhängig von einer Steckdose bin, weil wir sowieso nicht sehr viele Steckdosen draußen haben. Wir haben eine einzige und da komme ich gar nicht hin. Die Weckerfunktion, die stört mich schon etwas, dass ich halt den Wecker wieder über diese Einstellungen einstellen muss. Und wenn ich das Radio ausschalten will, dass ich hier zweimal draufdrücken muss. Erstmal warten, bis ich im Standby-Modus bin und dann kann ich es erst ausschalten. Ich persönlich würde es halt gleich komplett ausschalten. Dann habt ihr aber auch keine Uhrfunktion. Deswegen ist es wahrscheinlich gedacht, dass ihr
wenn ihr nicht mehr Radio hören wollt, wenigstens eure Uhr habt und einen Wecker bedienen könnt. Wenn ihr dann einmal draufklickt, seid ihr wieder im Menü zurück mit den verschiedenen Punkten. Ich bin jedenfalls begeistert davon, dass da eben ein DAB-Radio integriert ist und dass es funktioniert, ohne dass ihr mit dem Internet verbunden seid, sondern ihr braucht ja bloß diese Antenne rausziehen und dann funktioniert das tadellos. Finde ich super. Über den Klang kann ich mich auch nicht beschweren, also der ist klar und deutlich für dieses kleine Radio. Ich bin dann wirklich überrascht darüber. Und für das wenige, für was ich den brauche, soll er mein altes Küchenradio ersetzen, langt es voll. Und ich glaube auch, dass die Akkulaufzeit bei mir mehrere Tage oder sogar Wochen beträgt, weil so oft schalte ich das jetzt nicht ein. Das ist jetzt eigentlich nur dazu da, früh morgens und am abends mal ein paar Nachrichten zu hören, ein bisschen Musik nebenbei. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eins von meinen Lieblingsteile werden könnte. Denn wenn ich bei uns Musik hören will, dann muss ich das über unseren Fernseher machen. Also man hat dann zwar eine große Auswahl, nur ist halt das begrenzt aufs Wohnzimmer. Und den kann ich im Vergleich dazu überall mit hinnehmen. Was hier noch vielleicht wünschenswert wäre, oder man muss es halt dann selber noch besorgen, wäre vielleicht so ein Täschchen, wo man den reintun kann. Weil wenn ich jetzt da noch ein Täschchen dazu gepackt hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch teurer geworden. Das wäre vielleicht noch eine Kleinigkeit. Vielleicht gibt es ja noch so ein Täschchen dazu. Vielleicht finde ich ja sowas Ähnliches. Und dann würde ich es euch dann, falls ich mal eine Möglichkeit finde, in die Videobeschreibung dazu schreiben. Also für mich persönlich ist dieses Gerät definitiv tauglich und ich würde es auch euch empfehlen. Den Link zu der Webseite tue ich euch in die Videobeschreibung. Da findet ihr noch einige technische Details, um euch genauer darüber zu informieren. Ich gebe euch auch den Amazon-Link unten rein. Da könnt ihr es wahrscheinlich auch bestellen. Das war jetzt mein Produkttest. Das war meine Meinung zu diesem DJ Rox Radio von Leica. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gern ein Abo da. Das unterstützt auch meinen Kanal ein wenig. Und wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video rauskommt bei mir, einfach die Abo-Glocke aktivieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis demnächst, eure Petra.